Hallo zusammen, entschuldigt bitte das ungewohnte Format, ich bin in Florida und wollte euch nicht allzu lange auf das nächste Video warten lassen. Da ich nur die Notausrüstung dabei habe, muss ich auf eine fremde Umgebung und natürliche Beleuchtung setzen. Ich bitte um Verständnis. Es geht in diesem Video wieder einmal um E-Mobilität. Das erste Quartal 2022 ist vorbei und ich möchte mit euch gemeinsam einmal einen Blick auf die Entwicklung der Zulassungszahlen in Europa werfen. Dann möchte ich euch kurz das weltweit meistverkaufte Elektroauto vorstellen und eine Gesamtjahresprognose 2022 für E-Auto-Verkäufe in den drei Hauptmärkten China, Europa und USA vornehmen. Das interessiert euch? Dann bleibt dran! Am 5. Mai hat die ACEA, der Verband der europäischen Automobilindustrie, endlich die Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im ersten Quartal 2022 unterteilt nach Antriebsarten veröffentlicht. Damit es keine Missverständnisse gibt, ich nehme hier jeweils die Gesamtzahlen, also die EU-Staaten plus Norwegen, die Schweiz, Island und Großbritannien. Im ersten Quartal sind demnach in Europa 2,753 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen worden, 11% weniger als im ersten Quartal 2021. Da waren es noch 3,1 Millionen Fahrzeuge. Wenn man sich die einzelnen Antriebsarten anschaut, dann hat es zwischen dem ersten Quartal 2021 und dem ersten Quartal 2022 doch deutliche Verschiebungen gegeben. Also vergleichen wir einmal. Der Anteil der rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge ist von 6,6% auf 11,8% angestiegen, der Plug-in-Hybridfahrzeuge von 8,2% auf 8,6% und der Hybridfahrzeuge ohne Lademöglichkeit von 21,4% auf 25,4%. Diese drei Antriebsarten haben also von 36,2 auf 45,8% zugelegt. Der Anteil der rein mit fossilen Brennstoffen, also auch ohne eine elektrische Unterstützung angetriebenen Fahrzeuge, ist entsprechend geschrumpft von 63,8 auf 54,2%. Benziner hatten im ersten Quartal 2021 nur einen Marktanteil von 41,6%. Im ersten Quartal dieses Jahres waren es nur noch 36,6%. Am meisten gelitten hat der Diesel, der von 20,3% auf 14,9% abgestürzt ist. Der noch fehlende blaue Zipfel oben repräsentiert die gasbetriebenen Fahrzeuge, die sogar leicht zugelegt haben. Das sind also die nackten Zahlen. Schauen wir uns jetzt einmal die verschiedenen Modelle an. Teslas Model 3 ist mit rund 35.000 neu zugelassenen Fahrzeugen der Spitzenreiter im ersten Quartal 2022, gefolgt vom Model Y mit rund 30.000 Neuzulassungen. Nur die Hälfte, also rund 15.000 Fiat 500e wurden verkauft. Fast gleich auf der Kia e-Niro mit 14.000 Fahrzeugen und etwas dahinter der VW ID.4 mit 12.500 Autos. Dann folgen der Audi Q4 e-tron, der Hyundai Kona Electric und der Renault Zoe mit jeweils rund 12.000 Fahrzeugen. Hier noch einmal die Rangreihe im Überblick. Verlassen wir einmal Europa und schauen uns den Weltmarkt an. Hier kann ich verlässlich nur mit den Zahlen von 2021 dealen. Tesla ist immer noch Weltmarktführer bei den rein elektrisch betriebenen Autos, hat aber wie zu erwarten 2% Marktanteil verloren. An zweiter Stelle findet sich die chinesische Firma SAIC, die gemeinsam mit GM und Wuling ein Erfolgsauto produziert, auf das ich noch zu sprechen komme. Dann folgt der VW-Konzern, der hier allerdings alle seine Marken, also Volkswagen, Skoda, Audi, Seat und auch Porsche zusammenzählt. Und wer ist an vierter Stelle? Die Firma BYD, vielen vielleicht eher als chinesischer Batteriehersteller bekannt. Dann folgt die Hyundai-Gruppe mit den Marken Hyundai und Kia. Diese 5 Unternehmen produzieren und verkaufen bereits 55%
aller rein elektrischen Fahrzeuge weltweit. Zählt man alle übrigen Hersteller zusammen, kommen noch einmal gut 2 Millionen Fahrzeuge hinzu. Weltweit sind 2021 also 4,6 Millionen E-Autos verkauft worden, mit einer klaren Dominanz des chinesischen Marktes. Natürlich bedienen die chinesischen Hersteller hauptsächlich ihren eigenen Markt. Dort gibt es auch ganz andere Trends. Das sieht man am meistverkauften Auto in China, das, man höre und staune, auch weltweit das meistverkaufte Auto ist. Das Auto trägt den sperrigen Namen Wuling Hongguang Mini EV. Es ist das derzeit billigste und mit monatlich rund 40.000 Fahrzeugen auch das meistverkaufte Elektroauto der Welt. Es ist erstaunlich komplett ausgestattet, bietet 4 Personen Platz und hat über 700 Liter Stauraum, wenn die Rücksitzbank umgelegt wird. Der Verkaufserfolg ist aber deswegen so überwältigend, weil der Wuling Mini EV in China zu einem Lifestyle-Produkt geworden ist. Lasst mich zunächst die Frage beantworten, wer dieses Auto baut. Es ist einer der beiden Joint Venture Partner von Volkswagen, die in Shanghai ansässige SAIC, die auch mit GM liiert ist und dieses Auto mit einem weiteren Partner mit Namen Wuling herstellt. Das Auto ist 2,90 Meter lang, 1,50 Meter breit und 1,60 Meter hoch und wiegt 665 Kilogramm. Die 20 Kilowatt Variante für rund 4.000 € hat einen 9,3 Kilowattstunden Akku und eine Reichweite von 120 Kilometern. Die 30 Kilowatt Variante für 5.300 €, einen 13,9 Kilowattstunden Akku und eine Reichweite von 170 Kilometern. Preis und Akkugröße dieses Kleinfahrzeuges lassen erwarten, dass das auch ein Exportschlager in Richtung Entwicklungsländer werden könnte, denn so ein Fahrzeug ist als Gebrauchtwagen auch für weniger betuchte Haushalte erschwinglich und mit einem ausreichend großen Solarpanel kann man gerade in sonnenreichen Gebieten preiswert Strom nachtanken. Inzwischen gibt es auch eine Cabrio-Version und das Auto soll auch in Europa unter dem Namen Frese angeboten werden. Hier soll es dann Airbags, ESP, also ein elektronisches Stabilitätsprogramm und LED-Scheinwerfer bekommen, was den Preis zusammen mit den Transportkosten auf ca. 10.000 € in die Höhe treibt. Das schmälert natürlich die Verkaufsaussichten hier in Europa. Der Mini-EV muss in Europa als normaler Pkw zugelassen werden und für die ist ESP Pflicht. Das gilt für Airbags zwar nicht, diese werden aber in über 90% aller Pkw verbaut und deshalb von den Kunden erwartet. Für eine Zulassung als Leichtfahrzeug der Klasse L7e ist der Mini-EV zu schwer und sein Motor zu stark. Hier sind nur 400 Kilogramm und maximal 15 Kilowatt Leistung zulässig. Vielleicht müssen wir solche Elektroautos einmal neu denken. Muss ein so kleines Stadtfahrzeug wirklich Airbags und ein elektronisches Stabilitätsprogramm haben? Und das sind nur 2 Beispiele, die wir als selbstverständlich erachten, mit denen wir aber auch Autos mit Preisen unter 10.000 € unmöglich machen. Warum sind kleine, leichte Fahrzeuge für die Kurzstrecke bei uns ein Notbehelf oder nur als Zweitwagen denkbar? Wenn man sich überlegt, mit welchen großen und schweren Autos wir unterwegs sind und wie oft wir all den Platz und die große Reichweite einer 70 bis 90 Kilowattstunden Batterie wirklich brauchen, dann wird man schon nachdenklich. China bietet inzwischen ein hervorragend ausgebautes Schienennetz. Viele Strecken werden mit Hochgeschwindigkeitszügen befahren. Da überlegt man sich dreimal, ob man das eigene Auto nimmt. Hier in Europa
haben wir da sicher noch Nachholbedarf. Investitionen in die Bahninfrastruktur wären aber sicher gut angelegt. Doch das alles funktioniert nur, wenn wir alle umdenken. Vielleicht empfinden das viele von euch als Zumutung oder als nicht statusgerecht. Aber wenn alle Menschen auf der Erde so denken würden, wäre es unmöglich, die vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern. Doch zurück zum Thema und zurück zu den Fakten. Weltweit wurden 2021, wie erwähnt, 4,6 Millionen E-Autos verkauft, davon 4,2 Millionen in den 3 Hauptmärkten China, Europa und USA. In China hatten E-Autos im letzten Jahr einen Marktanteil von 15,7%, das entspricht 2,5 Millionen E-Autos. In Europa waren es 10,3% oder 1,3 Millionen, in den USA nur 3,1% bzw. gut 400.000 vollelektrische Fahrzeuge. 7 Millionen E-Autos sollen 2022 in diesen 3 Märkten verkauft werden, so lautet die Prognose. Das wäre ein Zuwachs von 67%. In China wird ein Marktanteil von über 24% erwartet, in Europa dürften es mehr als 18% werden, in den USA etwas über 6%. Weltweit werden dann wohl 7,5 bis 8 Millionen Elektroautos ausgeliefert werden. Wie es dann 2023 weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Wenn zum Beispiel die Subventionen in Deutschland für Plug-in-Hybride ganz gestrichen und für E-Autos abgeschmolzen werden, dann kann sich das natürlich auch auf die Zulassungszahlen auswirken. Einen ebenfalls großen Einfluss wird der Ausbau der Infrastruktur, der Ladeinfrastruktur haben. Denn das ist in Gesprächen mit Unentschlossenen das beherrschende Thema, obwohl man in der Praxis weniger als 20% der Ladevorgänge an Schnellladesäulen abwickelt. Ja, die Umstellung auf E-Mobilität ist immer noch ein sehr emotionales Thema. Reichweitenangst, hohe Strompreise in Deutschland, Lebensdauer des Akkus, Brandgefahr, das sind so die gängigen Vorurteile, die einem bei diesem Thema immer noch entgegenschlagen. Vielleicht schaut ihr euch dazu einmal das noch recht neue Video von Professor Harald Lesch, einem bis dato erbitterten Gegner der E-Autos, an. Habe ich euch unten verlinkt. So, das war's für heute. Sobald ich wieder in Good Old Europe bin, mache ich mit dem Thema Wärmepumpe weiter. Bis dahin bleibt gesund und, wie man hier sagt, take care.